Gebackene Süßkartoffeln, die im Munde zergehen und leicht von einer Erdnussmarinade ummantelt sind. Kombiniert mit frischem Gemüse habt ihr ein leckeres Abendessen, das sich wie von selbst kocht. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Wir lieben Süßkartoffeln und es ist wirklich allerhöchste Zeit, dass wir zusammen mal ein Rezept kochen. Wir machen heute ein ganz simples, das ist in 10 Minuten vorbereitet und dann geht's ab in den Backofen. Wie gesagt, für das Rezept müsst ihr nicht viel vorbereiten. Als erstes müsst ihr einfach nur die Süßkartoffeln schälen und sie anschließend in 2 cm große Würfel schneiden. Die Süßkartoffel stammt übrigens wie viele leckere Zutaten aus Südamerika. Mittlerweile wird sie aber auch in Spanien, Portugal und Italien angebaut. Und selbst hier in Bayern experimentieren erste Landwirte mit den Süßkartoffeln. Jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch die Marinade zusammenrühren und dann sind die Vorbereitungen auch schon abgeschlossen. Wir nehmen dafür hier ein fertiges Erdnussmus, das haben wir euch unten auch verlinkt. Wenn ihr aber Zeit und Muße habt, könnt ihr euch auch selbst eins herstellen. Dafür einfach nur Erdnüsse rösten, mahlen und dann mit ein wenig Öl zu einem Mousse verarbeiten. Wir würzen die Marinade mit einer guten Portion Kashmiri Chili Pulver. Die leichte Schärfe ist ein toller Kontrast zur nussigen Süße der marinierten Süßkartoffeln. Wenn ihr das Gericht für Kinder zubereitet, dann könnt ihr es einfach durch ein wenig Paprikapulver ersetzen. Außerdem würzen wir die Marinade mit unserem Biryani Masala. Es hat einen leicht lieblich-floralen Geschmack, der den nussigen Geschmack des Currys ergänzt. In der Beschreibung findet ihr einen Link, wie ihr die Mischung selbst herstellen könnt. Alternativ nehmt einfach ein Garam Masala und ergänzt es um ein wenig Muskatnuss. Rührt die Marinade so lange, bis sie eine joghurtähnliche Konsistenz hat. Und ganz wichtig, Salz natürlich nicht vergessen. Die fertige Marinade ist schön würzig und erinnert ein klein wenig an Erdnussflips. Gebt sie in die Schüssel und hebt die Süßkartoffeln so lange unter, bis sie komplett ummantelt sind. Wir bereiten die Süßkartoffeln in einem backofenfesten Bräter zu. Der ist wesentlich einfacher zu reinigen als eine Auflaufform. Bei uns findet ihr eine ganze Reihe von coolen Backofenrezepten. Schaut euch doch einfach mal unsere Playlist dazu an. Und mit einem Abo könnt ihr unserem Kanal auch noch zusätzlich beim Wachsen helfen. Die Süßkartoffeln lassen sich super im Backofen zubereiten. Wir haben die jetzt bei 200 Grad Umluft, lassen sie für 40 Minuten backen und deswegen sind die auch so super als Beilage geeignet, denn ihr habt jetzt den Herd frei und könnt euch jetzt noch eine Hauptspeise kochen. Die Süßkartoffeln entwickeln ihr süßliches Aroma übrigens erst beim Backen. Dabei wird die Stärke in Maltose, also Malzzucker, aufgebrochen. Durch das Backen kann sich der Maltosegehalt von unter 1% auf über 10% steigern. Wir wollen den fertigen Süßkartoffeln noch einen frischen grünen Farbakzent verleihen. Dazu haben wir 2 Ideen für euch. Bei Variante 1 stellen wir uns eine frische Tadka, also ein Gewürzöl aus Kokosöl, Senfsaat und frischen Curryblättern her. Über die Süßkartoffeln gegeben bekommen sie nicht nur einen indischen Touch, sondern sehen auch toll aus. Außen crispy, innen wunderbar süß und das mit dem Kontrast von dem Curryblatt unglaublich lecker. Curryblätter sind natürlich nicht ganz leicht zu bekommen, deshalb kombinieren wir die Süßkartoffeln in Variante 2 einfach mit Spinat. Ihr müsst ihn nur kurz anbraten und anschließend unter die Süßkartoffeln heben und fertig. Esst ihr eigentlich auch so gerne Süßkartoffeln und wie bereitet ihr sie eigentlich zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bis dahin viel Spaß mit diesem Rezept und bis zum nächsten Mal. Tschüss!